Hattest du schon mal ein Jobinterview auf Deutsch? Dann wurde dir vielleicht folgende Frage bereits gestellt. Was sind Ihre Schwächen? Und wie würdest du darauf antworten? Oder wie hast du darauf geantwortet? Deutsch ist meine Muttersprache. Trotzdem finde ich es nicht einfach, auf diese Frage zu antworten. Daher erkläre ich euch in diesem Video diverse Adjektive, mit denen ihr Stärken beschreiben könnt. Und wenn ihr den neuen Wortschatz noch intensiver trainieren möchtet, dann kann ich euch meinen neuen Mitgliederbereich empfehlen. Dort findet ihr nicht nur eine Vokabelliste mit dem wichtigsten Wortschatz aus den Videos, das Skript der Videos, sondern ich erstelle euch zu jedem Video Aufgaben, um den neuen Wortschatz zu trainieren. Und an alle neuen Gesichter, hi, ich bin Jule, zertifizierte TELC-Prüferin, Deutschlehrerin und Muttersprachlerin. Jetzt lass uns aber starten, los geht's. Kennst du eine Person, die total rechthaberisch ist? Eine Person, die rechthaberisch ist, muss immer Recht behalten. Die Person muss also immer Recht haben und kann vielleicht nicht zugeben, dass sie vielleicht etwas Falsches gesagt hat oder dass jemand anders richtig liegt. So eine Person könnte man auch als stur beschreiben, da sie überhaupt nicht offen dafür ist, ihre Meinung zu ändern. Noah ist als Chef extrem rechthaberisch. Er geht fast nie auf die Gegenvorschläge von seinen Teammitgliedern ein. Durch seine rechthaberische Art nimmt sich Fiete viele Chancen, da er nicht bereit ist, auf Tipps und Vorschläge von anderen einzugehen. In beiden Situationen ist es also so, dass Fiete und auch Noah immer bei ihrer Meinung bleiben und vielleicht überhaupt nicht bereit sind, anderen ernsthaft zuzuhören. Obwohl ihm seine Arbeit total viel Spaß bereitet hat, hat Liam seinen Job gekündigt, da er nicht mehr mit der cholerischen Art seines Chefs umgehen möchte. Cholerisch bedeutet so viel wie aufbrausend, also eine Person, die vielleicht sehr schnell wütend oder sehr genervt wird. Häufig handelt es sich dabei auch um Personen, die, sehr launisch sind. Für Personen, die immer cholerisch sind, gibt es sogar ein Wort, der Choleriker. Die Auszubildende Sarah zeigt sich in Kundengesprächen als sehr zurückhaltend und traut sich kaum etwas zu sagen. Möglicherweise ist Sarah generell eine Person, die vielleicht eher schüchtern und introvertiert ist. Doch in ihrer neuen Stelle ist das eher von Nachteil, da es ihre Aufgabe ist, mit den Kunden intensiv zu kommunizieren. Wenn man eher zurückhaltend ist, muss das natürlich im Job nicht unbedingt negativ sein, sondern es kommt sehr auf deinen Job und die Anforderungen an deine Stelle an. Beispielsweise als Lehrkraft ist es sehr wichtig, dass man nicht zurückhaltend ist, sondern dass man eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit mitbringt. Den Begriff Durchsetzungsfähigkeit habe ich bereits in meinem letzten Video erklärt. Dort ging es auch um Jobinterviews, aber um die Frage, was sind deine Stärken? Schau dir das Video gerne nach diesem Video an. Egoistisch. Durch seine egoistische Art ist Klaas in seinem Team sehr unbeliebt, denn er denkt immer nur an seine eigenen Vorteile und achtet überhaupt nicht auf den allgemeinen Erfolg des Teams. Eine egoistische Person denkt also nicht nur an sich selbst, sondern sie versucht sich auch stetig eigene Vorteile zu verschaffen. Und dabei ist es ihr vielleicht egal, wenn sie dadurch andere Menschen verletzt. Und an dieser Stelle muss ich jetzt etwas egoistisch sein. Ich unterbreche nämlich eure Aufmerksamkeit und möchte euch gerne um Folgendes bitten. Ich würde mich nämlich total freuen, wenn ihr diesem Video kurz einen Like gebt und meinen Kanal abonniert. Jetzt lasst uns weitermachen mit dem nächsten Adjektiv. Egozentrisch klingt nicht nur so ähnlich wie egoistisch, sondern es hat auch eine ähnliche Bedeutung. Und es passiert regelmäßig, dass auch Muttersprachler die Bedeutung der beiden Adjektive vertauschen. Die egozentrische Art meiner Chefin geht mir unglaublich auf die Nerven. Sie muss immer im Mittelpunkt stehen. Eine egozentrische Person ist also gerne das Zentrum der Aufmerksamkeit. Und sie bezieht sehr häufig alle Informationen erstmal auf sich.
unabhängig davon, ob es eigentlich etwas mit ihr zu tun hat oder auch nicht. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen egoistisch und egozentrisch? Beides bedeutet, dass eine Person vor allem an sich selbst denkt. Eine egoistische Person ist jedoch auch bereit, auf Kosten anderer zu handeln. Selbstkritisch. Claudia ist hochqualifiziert, trotzdem bekommt sie nach Jobinterviews immer nur Absagen, da sie in den Jobinterviews sehr selbstkritisch auftritt. In einem Jobinterview geht es natürlich darum, dass wir uns gut präsentieren. Natürlich sollten wir dabei ehrlich bleiben und es ist auch wichtig, dass man beispielsweise über Erfahrungen sprechen kann, wo etwas nicht so gut funktioniert hat oder dass wir über unsere Schwächen sprechen. Aber wir sollten es nicht übertreiben. Wir sollten also nicht zu selbstkritisch sein. Sein eigenes Verhalten zu reflektieren ist natürlich nichts Negatives. Hierfür gibt es sogar ein anderes Adjektiv, welches ich euch auch in dem letzten Video erklärt habe, und zwar selbstreflektiert. Dies ist jedoch weniger negativ als selbstkritisch. Charlotte ist sehr konfliktscheu und vermeidet es immer, in Konflikte involviert zu sein. Eine Person, die sich nicht gerne streitet, ist doch eigentlich etwas Positives, oder nicht? Darum geht es hier eigentlich nicht. Konfliktscheu beschreibt, wenn eine Person wirklich Konflikten aus dem Weg geht. Also eine Person, die vielleicht, wenn ein Problem aufkommt, dieses nicht anspricht. Das kann wiederum in vielen Jobs ein wirklich großes Problem darstellen, da so auch keine gemeinsame Lösung gefunden werden kann. Daher steht in vielen Stellenanzeigen, dass eine lösungsorientierte Person gesucht wird, die vielleicht sehr kommunikativ ist. Also eine Person, die versucht, Konflikte zu beheben und darüber offen zu kommunizieren. Das hier ist meine Stirn. Und es existiert auch das Adjektiv engsternig. Stell dir vor, ich würde immer nur so nach vorne schauen, also die Breite von meiner Stirn. Und ich würde nie darauf achten, was sich vielleicht rechts von mir oder auch links von mir abspielt, sondern ich bleibe nur bei dieser ganz engen Sichtweise. Diese bildliche Beschreibung kann dir ein bisschen helfen, um die Bedeutung von engstirnig zu verstehen. Zum Beispiel, Dieters engstirnige Denkweise zeigt sich immer, wenn jemand bei uns im Team eine neue Idee einbringt oder einen neuen Vorschlag macht und Dieter dies direkt ablehnt. Engstirnig beschreibt also, wenn man nicht sehr offen für andere Meinungen oder andere Ideen oder auch Vorschläge ist. Dieter scheint eine Person zu sein, die also nicht sehr offen für Veränderungen ist, die vielleicht auch viele Vorurteile hat und die gerne Sachen einfach so macht, wie er das immer schon gemacht hat. Natürlich ist es in vielen Jobs sehr wichtig, dass wir vorsichtig sind. Aber man kann es auch übertreiben und dann ist man übervorsichtig. Zum Beispiel, bevor Milena eine E-Mail abschickt, liest sie sich diese bestimmt nochmal 10 oder 20 Mal durch, um unbedingt zu vermeiden, dass sie Fehler enthält. Man könnte also sagen, dass Milena sehr detailorientiert und sehr genau arbeitet, aber dies hindert sie daran, dass sie viele Aufgaben am Tag erledigt. Es ist also übertrieben, dass sie jede E-Mail so häufig kontrolliert. Man könnte auch sagen, dass ihre Unsicherheiten sie im Arbeitsalltag total bremsen. Annette ist zwar schon seit Jahren in ihrem Job unzufrieden, aber sie hat trotzdem nicht gekündigt. Sie ist generell eine sehr zögerliche Person. Das Adjektiv zögerlich kommt von dem Verb zögern. Das bedeutet so viel wie, dass wir eine Entscheidung oder auch eine bestimmte Handlung hinauszögern. Vielleicht hat Annette insgeheim Angst, dass sie nach der Kündigung keinen neuen Job finden wird und vielleicht ist sie aus diesem Grund so zögerlich. Nachtragend. Mira ist extrem nachtragend. Sie ist immer noch sauer auf Lukas, wobei ihr Streit nun schon viele Jahre her ist.
Eine Person, die sehr nachtragend ist, kann also nicht komplett verzeihen. Mira hat zwar eigentlich in einem Gespräch mit Lukas seine Entschuldigung angenommen, doch wenn sie ehrlich ist sie immer noch ein bisschen sauer. Es geht hier jedoch nicht darum, dass man den Konflikt komplett vergisst. Wenn Mira beispielsweise die Entschuldigung von Lukas angenommen hat und jetzt nicht mehr sauer ist und vielleicht keine negativen Gefühle mehr hegt, sich aber trotzdem noch sehr detailliert an den Streit erinnert, dann würde man nicht sagen, dass Mira nachtragend ist. Auch in vielen Beziehungen ist diese Eigenschaft häufig ein Problem. Wenn dein Partner oder deine Partnerin beispielsweise immer wieder anfängt, über einen Konflikt zu sprechen, der eigentlich schon Jahre her ist und den ihr eigentlich bereits geklärt habt, dann könnte man sagen, sei doch nicht so nachtragend. Ähnlich wie letzte Woche auch, interessiert mich nun folgende Frage. Mit welchen 3 Adjektiven würdet ihr euch beschreiben? Heute geht es dabei natürlich ein bisschen mehr um unsere negativen Charaktereigenschaften oder vielleicht Schwächen. Und wenn ihr nicht nur den neuen Wortschatz intensiver trainieren möchtet, sondern wenn ihr auch meine Arbeit hier unterstützen möchtet, dann freue ich mich unglaublich, wenn ihr Mitglied werdet. Das ermöglicht mir, dass ich für euch in Zukunft noch mehr Content wie Videos wie dieses erstellen kann. Aktuell arbeite ich nämlich noch komplett Vollzeit als Deutsch als Fremdsprachelehrerin und als Prüferin und ich würde gerne in Zukunft mich noch mehr auf Social Media konzentrieren. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Wir sehen uns ansonsten nächste Woche Sonntag um 10 Uhr hier auf YouTube, zwischendurch in einem meiner Deutschkurse oder auf Instagram. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das sehr gerne. Ach ja, und es gilt natürlich wie immer. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Informationen ergänzen möchtet, wenn ihr mir Feedback geben möchtet oder wenn ihr Themenwünsche für neue Videos habt, dann hinterlasst doch sehr gerne einen Kommentar.